Seid gegrüßt, ihr Helden. Heute reden wir mal darüber, wie man den Legendary Dungeon mit Einsatz von Pilzen spielt. Und falls euch solche Videos gefallen, drückt gerne mal auf den Like-Button und lasst mal ein Abo da. Let's go! Bevor wir jetzt mit dem Video anfangen, will ich ein paar Worte vorweg sagen. Falls ihr nicht genau wisst, was der Legendary Dungeon ist oder wie man ihn Free-to-Play spielt, dann schaut doch gerne mal in das Video im i. Dort findet ihr alle Informationen, die ihr benötigt. Generell kann man sagen, dass dieses Video hier dafür da ist, alle legendären Gegenstände eines Sets zu sammeln und auf dem Weg das Maximum für euren Charakter rauszuholen. Am Ende des Videos findet ihr noch ein paar Tipps und Tricks, die darüber hinausgehen. Ich würde sagen, lasst keine Zeit verlieren, wir starten direkt rein. Immer wenn das Event startet, dann könnt ihr sogenannte Creator Codes beim Pilzdealer eingeben. Diese geben euch meistens eine kleine Starthilfe in Form von Pilzen oder Lucky Coins. Der zweite Schritt ist, ihr könnt über die Optionen und dann auf Anzeige und dann runterscrollen zu den Events die Animationen ausschalten. Das könnt ihr natürlich machen, wenn ihr das wollt, denn ohne Animationen kommt ihr schneller durch den LD. Und ich glaube, wenn man den LD schon mal gespielt hat, ist es für die meisten Spieler angenehmer. Und was man auch noch wissen muss, ist, dass die Monster im LD immer mit eurer Kampfkraft skalieren. Das heißt, wenn ihr da nackt reingeht, dann skalieren die Monster halt mit euch. Nackt. Und genau deshalb kann man auf eine Sache auf jeden Fall Acht geben. Ihr könnt euch nämlich vorm LD Equipment mit verbesserten Item-Qualitätsrunen besorgen. Diese Rune ist bei 5 Qualitätsstufen gecapped. Das heißt, wenn ihr keine Max-Runen habt, guckt, dass ihr Equipment habt, welches euch auf 5 Qualitätsstufen bringt. Denn dieser Bonus auf die Qualität heißt eigentlich nichts weiter, dass die Gegenstände, die ihr aus dem Legendary Dungeon zieht, also eure legendären Items, besser werden. Ja, stärker werden. Und das ist ja eigentlich eine sehr sinnvolle Sache, oder nicht? Sobald ihr den LD betreten habt, könnt ihr zwischen 2 Optionen wählen. Entweder ihr spielt den regulären Legendary Dungeon oder ihr entscheidet euch für den Legendary Dungeon Ultimate, welcher euch 650 Pilze kostet. Der Ultimate-Modus hat den Vorteil, dass ihr die dreifache Menge an Gegenständen, Gold, Ressourcen und legendären Gegenständen bekommt. Und da wir in diesem Video das Ziel haben, alle oder so viele legendäre Gegenstände wie möglich zu sammeln, entscheiden wir uns bei unserem ersten Run genau für diesen Modus und zahlen 650 Pilze, um den LD zu betreten. Wir machen das, weil wir am Ende unseres Durchlaufs 3 legendäre Gegenstände bekommen und so bei einem neuen Set kein Duplikat erhalten werden. Das heißt für euch 3 garantierte Einträge in eurer Bibliothek der Akribie. Und dazu müsst ihr auch noch wissen, dass euer Gold, was ihr aus dem Legendary Dungeon rausbekommt, von Run zu Run geringer wird. Und da das euer erster Run ist, macht ihr quasi 3 Runs in einem mit maximalem Goldgain. Achtet bitte darauf, dass wenn ihr viele Legendary Dungeon Runs am Stück macht, das Event Hexentanz aktiv ist, damit ihr den doppelten Ertrag bekommt, sobald ihr Gegenstände findet. Diese verkauft ihr dann nicht, sondern schmeißt sie in den Kessel der Hexe. Ich würde sagen, wir haben genug geredet. Lass uns mal gucken, wie wir den Legendary Dungeon spielen. In den ersten 25 Räumen versuchen wir so viele Monster wie möglich zu besiegen, um so viele Schlüssel wie möglich zu sammeln. Dazu müsst ihr wissen, der Schaden unserer Gegner wird von Zwischenboss zu Zwischenboss, also alle 25 Räume, stärker. Und da der Schaden halt in den ersten 25 Räumen sehr niedrig ist, können wir sehr viele Monster besiegen, weil wir einfach noch sehr viel aushalten. Wir machen das, weil wir ja irgendwann den dritten Zwischenboss besiegt haben werden und dann von Raum 75 bis 100 spielen. Und genau in diesen letzten 25 Räumen ist der Schaden unserer Gegner sehr, sehr, sehr hoch. Und deshalb wollen wir mit unseren ganzen Schlüsseln auf dem Weg so viele Türen wie möglich aufmachen, um den Monstern quasi aus dem Weg zu gehen. Dazu kommt, dass ihr alle 25 Räume im Kampf gegen Monster verschiedene Flüche erleiden könnt. Außer in den ersten 25 Räumen, was ein weiterer Grund für das Schlüsselsammeln ist. Und generell wollt ihr mehr Monster besiegen als zu wenig, denn wenn ihr mehr Monster besiegt, dann habt ihr natürlich auch öfter die Chance, Gold zu erhalten. Und da ihr den Ultimate-Modus spielt, bekommt ihr ja auch die dreifache Menge. Und wenn ihr jetzt noch im Blick habt, dass das euer erster Run ist und von Run zu Run der Gold-Gain weniger wird, dann wollt ihr ja in eurem ersten Run
sehr viel Gold machen, weil es sich jetzt noch richtig lohnt. In eurem allerersten Legendary Dungeon Run werdet ihr mal auf einen Schlüsselmeister treffen. Dieser gibt euch Segen. Hier habt ihr die Wahl zwischen dem Fluchtassistent und dem One-Hit-Wonder. Ihr wollt immer das One-Hit-Wonder haben, weil ihr so die Monster auf einen Schlag besiegen könnt. Und genau das tut ihr jetzt auch. Ihr kämpft gegen so viele Monster wie möglich, um so viele Schlüssel wie möglich einzusammeln. Versucht am Anfang auch immer Segen zu bekommen, die euch dabei helfen. Geht hierfür in geheimnisvolle, goldene oder Segentüren. Hungrige Türen sollte man auch immer betreten, weil ihr da auf keine Monster treffen werdet. Die beste Segen-Kombo für diese Mission ist das One-Hit-Wonder und das Schlüsselerlebnis, wodurch ihr eine Chance von 70% habt, 2 Schlüssel in einem Monsterkampf zu bekommen. Und ich sag ehrlich, ein Segen von beiden ist auch schon ein super Start. Ihr dürft in den ersten 25 Räumen keine normalen Türen öffnen, außer ihr habt einen Dietrich. Und steht ihr kurz vor der Niederlage, dann versucht noch in so vielen Räumen wie es geht zu flüchten. Und hat man euch besiegt, dann belebt ihr euch einfach zu 100% wieder, zahlt 48 Pilze und geht wieder in den Dungeon rein. Hat man den ersten Zwischenboss besiegt, dann kann man sich 3 Epics einstecken und seinen ersten Klunker wählen. Eure Wahl wird sehr wichtig für den weiteren Verlauf eures Runs sein. Also wählt weise oder lasst mich euch ein paar Tipps auf den Weg geben. Und kurz vorweg, man kann bei der Auswahl der Klunker Glück oder Pech haben. Und damit ihr wisst, wann ihr Glück habt, stelle ich euch jetzt mal die besten Klunker vor. Auf Platz 1 ist die Seele des Hasen. Dieser Klunker erhöht die Chance, erfolgreich vor Kämpfen zu fliehen um 40%, dafür auch den Schaden eurer Gegner um 25%. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die reguläre Fluchtchance im Kampf gegen Monster bei 40% und nach dem Hasen sogar bei 80% liegt, dann ist eigentlich der Nachteil total egal. Auf Platz 2 ist der verfluchte Mondstein. Dieser erhöht die Chance, erfolgreich vor Kämpfen zu fliehen um 20%, allerdings verlängert er auch die Dauer eurer Flüche um eine Runde. Hier hättet ihr insgesamt 60% Fluchtchance, was auch sehr, sehr, sehr gut ist. Kombiniert man diese 2 Klunker, dann habt ihr eine 100%ige Chance zu fliehen und das heißt, der Run ist gelaufen und zwar sehr positiv, denn keiner kann euch mehr aufhalten. Auf Platz 3 ist der Schatz des Helden. Dieser verringert den Schaden von Monstern und die Chance, Gegenstände zu finden um 25%. Als Free-to-Play Spieler ist der Klunker natürlich super, aber als Pilzer müsst ihr nachdenken, ob ihr mit dem Nachteil klarkommt, denn ihr schränkt euch natürlich ein in Bezug auf Gegenstände und Gegenstände heißt immer Gold. Es wird definitiv Situationen geben, da werden die anderen Klunker viel schlimmer sein als der und dann ist das wirklich eine gute Alternative und wenn dieser Klunker zum Beispiel in den letzten 25 Etagen kommt, dann kann man den auch auf jeden Fall nehmen, weil man einfach nicht mehr so viele Räume vor sich hat. Nummer 4 ist der Anhänger des Schlüsselmeisters. Hier habt ihr eine 40%ige Chance, nach dem erfolgreichen Fliehen einen Schlüssel zu erhalten, was ihr wunderbar mit der Seele des Hasen oder dem Mondstein kombinieren könnt. Und auch der Nachteil, dass eine Tür immer verschlossen ist, den könnt ihr total einfach mit euren Schlüsseln später ausgleichen. Die Nummer 5 ist der Spionageklunker. Hier habt ihr eine Chance auf unverschlossene Türen, aber gleichzeitig wird auch die Chance, Schlüssel aus Kämpfen zu erhalten, verringert. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Man hat halt insgesamt eine höhere Chance, hinter einer Tür eine Truhe zu erwischen und dann halt einen Segen zu bekommen. Ein kleiner Bonus ist der schmierige Heilstein. Dieser erleichtert euch beim erneuten Betreten den Start und er hat nicht so wirklich einen gravierenden Nachteil. Guckt auf jeden Fall, dass ihr bei eurer Wahl der Klunker niemals die Fluchtchance reduziert. Und generell müsst ihr immer überlegen, welche Klunker zu eurer Situation und zu euren bisher gewählten Klunkern passen. In den Räumen 25 bis 50 könnt ihr das Schlüsselsammeln ein wenig fortsetzen. Das liegt daran, dass die Monster noch nicht so viel Schaden machen und dazu nur den Fluch Goldrauschkater verursachen, was eure Goldbeute ein wenig reduziert. Je nach Klunker könnt ihr aber auch oft fliehen. Wichtig ist, dass ihr weiterhin versucht, Segen zu bekommen, ohne dafür eure Schlüssel zu nutzen. Ab jetzt kann bis zum Zwischenboss einmal zufällig der Schlüsselmeister auftauchen, der euch wieder 2 Segen anbietet, aus denen ihr wählen könnt. Und genau jetzt kommt der wichtigste Unterschied zwischen Free-to-Play-Spielern und Pilzern, denn ihr drückt so lange auf neue Ware, bis ihr einen 8er One-Hit-Wonder oder einen 6er Weg der Besserung erhaltet. Je nach Situation könnt ihr auch überlegen, euch für die halbierten Varianten zu entscheiden. Wichtig ist nur, dass ihr so euren Einsatz wieder rausholen und darüber hinaus auch noch mehr Schlüssel sammeln könnt. Ihr könnt halt auch je nach Lebensenergie über das Schlüsselerlebnis nachdenken, sofern ihr schon einen One-Hit-Wonder habt. Seid ihr in Raum 50 angekommen, besiegt ihr den nächsten Zwischenboss, nimmt eure 3 epischen Gegenstände und wählt euren Klunker aus. Hier mal ein kurzer Reminder für die Räume 50
650 bis 75. Ab jetzt können Monster den Fluch Vergiftung verursachen. Tja, und wie man jetzt durchkommt, das hängt sehr stark von euren Klunkern ab. Wenn man eine hohe Ausweichchance hat, dann weicht man aus, ansonsten versucht man sich mit der normalen Ausweichchance durchzuschlagen. Oder man öffnet ab und zu eine Tür, um einen Segen zu bekommen, der einen weiterbringt. Ich würde hier aber auch noch die meisten Schlüssel ansparen, damit man die wirklich für Raum 75 bis 100 hat. Trefft ihr auf einen Schlüsselmeister, dann blättert ihr wieder so lange, bis ihr das One-Hit-Wonder habt oder den Weg der Besserung. Besiegt ihr den dritten Zwischenboss, dann könnt ihr auch Klunker Nummer 3 wählen. In Raum 75 bis 100 können Monster den Fluch kaputte Rüstung verursachen, der euch ziemlich viel Schaden bringt. Und seid ihr dort angekommen, dann könnt ihr endlich die Türen öffnen, die ihr möchtet. Wichtig dabei ist zu wissen, dass ihr die Türen nur benutzt, um Monster zu umgehen. Bietet sich euch eine Alternative, dann ergreift ihr immer die. Das hängt aber so ein bisschen davon ab, wie viele Räume ihr noch vor euch habt und wie viele Schlüssel ihr besitzt. Wichtig ist nur, dass man keine Schlüssel verschwendet und am Ende nicht massig Schlüssel übrig hat. Für den Schlüsselmeister gilt dasselbe wie in den 25 Räumen davor. Solltet ihr ein paar Räume vom Boss sterben, dann guckt, dass ihr 100 Lebensenergie regeneriert, einfach um auf den letzten Metern kein Risiko einzugehen. Und solltet ihr direkt vom Boss sterben, dann drückt bitte dreimal auf den oberen Revive-Button. Ihr braucht nämlich nur 60% Leben und so spart ihr euch 3 Pilze. Und Kleinvieh macht auch Mist. Jetzt könnt ihr euch eure 3 legendären Gegenstände abholen, aber die Frage ist, wie geht es denn jetzt weiter? Denn wir als Pilzer machen ja nicht nur einen Run. Und wie es weitergeht, hängt von eurem Budget und natürlich auch von eurer Zeit ab. Wenn ihr den ersten Ultimate Run gespielt habt, dann könnt ihr, sofern euer Budget das zulässt, noch einspielen und maximal danach noch einen. Also insgesamt 3 Stück. Danach spielt ihr die normalen Runs, bis ihr alle Items habt. Und dann habt ihr euer Ziel erreicht. Ihr müsst nämlich bedenken, dass ihr nur beim ersten Ultimate Run keine Duplikate bei den legendären Gegenständen haben könnt. Danach könnt ihr durchaus doppelte Items bekommen. Und 650 Pilze für doppelte Items muss man sich wirklich gut überlegen. Und wie ich ja auch gesagt habe, irgendwann wird die Chance, Gold aus Truhen oder Monsterkämpfen zu erhalten, rapide sinken. Und wenn ihr dann 650 Pilze ausgibt dafür, dass ihr dann Staub aus einer Truhe bekommt, das ist, glaube ich, nicht so gut. Zumal ja die Kosten, sich wieder zu beleben, gleich bleiben. Jetzt habe ich euch aber noch ein paar Sachen vorenthalten und die klären wir jetzt. Ihr werdet im Legendary Dungeon immer wieder epische Waffen erhalten. Diese müsst ihr unbedingt in eurem Inventar lassen. Denn sobald ihr eine legendäre Waffe gefunden habt, werden die ziemlich nützlich. Und ich zeige euch auch warum. Habt ihr eure legendäre Waffe und ihr guckt in die Bibliothek der Akribie, dann seht ihr, dass ihr natürlich noch 2 weitere Waffen braucht und ein Schild. Und um die zu bekommen, müsst ihr Folgendes machen. Klickt ihr auf den Schmied, dann könnt ihr dort über die Aussehen-Ändern-Funktion das Aussehen eurer epischen Waffen im Inventar in eure legendäre Waffe ändern. Wenn ihr jetzt diese Waffe mit neuem Aussehen in der Toilette spült, dann erhaltet ihr 1 der 3 fehlenden Stücke. Das heißt also, findet ihr eine legendäre Waffe im legendären Dungeon, dann ist die tatsächlich 4 Einträge wert. Auf eurem Weg können euch gefräßige Schmatztruhen begegnen. Diese erkennt ihr an den nach oben ausgerichteten Dreiecken. Öffnet man sie, dann verwandeln sich diese in ein Monster und entscheidet ihr euch dafür, es zu besiegen, dann bekommt ihr einen epischen Gegenstand. Einmal pro LD-Run könnt ihr eine Prüfungspforte betreten. Diese kann euch im besten Fall sogar einen legendären Gegenstand geben. Um diesen zu bekommen, müsst ihr 5 Monster besiegen, ohne vorher den Notausgang zu nehmen. Trifft ihr auf diese Pforte und habt wenig Leben, könnt ihr euch von dem ersten Monster besiegen lassen, um nachdem ihr wieder 100% Lebensenergie regeneriert habt, erneut anzutreten. Hat man in den 25 Räumen den Schlüsselmeister hinter sich und steht kurz vor dem Aus, ist es sinnvoll, sich für Fluchtüren anstatt für Gefahr durch mögliche Monster zu entscheiden. Wenn man starke Segen hat, kann man sich gegen eine Segentür entscheiden, weil man sonst Gefahr läuft, eine abgespeckte Variante zu bekommen oder einen Segen zu verdrängen. Das liegt daran, weil man maximal 3 Segen und 3 Flüche tragen kann. So Leute, das war's mit dem Video. Falls euch solche Tutorials gefallen, lasst dem Video gerne mal ein Like da und drückt auf den Abo-Button. Und ich würde sagen, wir sehen uns hier bald in einem neuen Video. Macht es gut. Ciao, ciao.